sind heute hier in Speyer bei der PFE Aerospace. Wir stellen Teile für die Luftfahrtbranche her. Eine leistungsbasierte Wartung können Sie sich vorstellen wie beim Auto. Wenn Sie das Auto nur stehen haben, dann brauchen Sie auch nicht so viel Wartung. Wenn Sie viel mit dem Auto fahren, müssen Sie häufiger Wartung machen. Also leistungsbasiert bedeutet nicht aufgrund von abgelaufenen Kalendertagen, sondern von genutzten Anlagen. Bevor wir das System eingeführt hatten, war das Problem, dass wir unsere Maschinen überwartet haben. Das heißt, wir haben eine Wartung durchgeführt, eine jährliche beispielsweise, obwohl erst 500 Stunden vergangen waren. Und somit haben wir viel zu viel Geld bezahlt für Wartungen, die nicht nötig waren. Das hat dann bei uns die Frage aufgeworfen, machen wir unsere Instandhaltungslogistik noch in den Frequenzen wie nötig? Sprich, was sind schlauere Instandhaltungszyklen als bisher? Und die Idee dabei ist gewesen, aufgrund von Laufzeiten von Maschinen neue und schlauere Wartungszyklen einzubauen. Letztendlich haben wir es so automatisiert, dass wir Konnektoren in die Maschinen eingebaut haben, die die Maschine mit ihren Signalen mit unserem SAP ERP verbindet und die Wartungsaufträge dann lostritt, wenn sie notwendig sind. Evora hat uns dabei geholfen, in partnerschaftlichem Umfeld die Thematik der Datenaufnahme zu analysieren, in Modelle zu bringen, die uns dann geholfen haben, unsere Wartungsintervalle neu anzupassen und auf die realen Gegebenheiten neu auszurichten. Ja, wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, weil man kann sich das so vorstellen, es gibt Sensoren, die sind auf der untersten Ebene in den Maschinen eingebaut und oben gibt es ein Unternehmensleitsystem, also ein ERP-System. Die Sensoren sind in der Maschine, die haben ihre Daten, die behalten diese Daten, die geben das nicht freiwillig her. Und wir haben eben eine Brücke gebaut, um die Daten dann in einem Cloud-System bzw. auch in einem ERP-System zu haben. Unser Ergebnis hat uns geholfen, deutliche Verbesserungen in den Wartungszyklen und damit in den Kosten zu erreichen. Ja, das Fazit von dem Ganzen ist, dass wir Einsparungen durch effiziente Wartung erreicht haben. Wir können für jedes Gebäude unseren Stromverbrauch mittlerweile definieren. Das ist ein sehr großer Vorteil. Und das Letzte ist, wir haben eine offene Schnittstelle und können jederzeit alles integrieren, was uns beliebt. Zukünftige Anwendungen beschränken sich nicht nur auf die Planung von Wartungen, sondern auch durch die Integration von verschiedenen anderen Funktionen, wie zum Beispiel Schwingungsmessungen, Finden von Anomalien, werden wir noch gezielter und noch genauer die Wartungen und Reparaturen durchführen können und den Leistungsgrad der Maschinen noch weiter erhöhen können. Die Zusammenarbeit mit Evora war seamless, die war ohne Grenzen. Das war so, wie wenn wir unter Partnern in derselben Firma zusammenarbeiten.